Hallo, hier ist Betty Bier. Ich melde mich mal wieder zurück. Eigentlich hätte es jetzt wahrscheinlich noch viel länger gedauert. Dieses Video, ich kriege so oft Anfragen von Leuten, denen ich diese Technik persönlich zeige und die so begeistert sind, die sagen, mach doch mal ein Video dazu. Und gestern Nacht ist mir so durch den Kopf gegangen, immer wieder nehme ich mir das vor, jede Woche. Und dann denkt man sich so, ah nee, heute sehe ich nicht gut aus. Oder nee, verwirrt das jetzt gerade meine Kunden nicht, wenn ich gleichzeitig noch Fit by Car hochziehe? Und gestern habe ich mir dann wirklich so gedacht, wie blöd bist du eigentlich? Ja, das ist dein reines Ego, was da aus dir spricht. Wenn es jetzt irgendjemanden da draußen gibt, der durch dieses Video einen Tag früher, eine Woche früher, einen Monat früher seine blöde Phobie los wird, ja, dann Ego, stell dich mal schön hinten an, dann ist es deine Aufgabe, dieses Video jetzt endlich rauszuhauen. Ihr kennt meine Policy, first take, no fake. Deswegen, wenn es ein bisschen holprig wird zwischendrin, einfach so mitmachen. Ich zeige euch jetzt, wie ihr in 2 Minuten eure Phobie loswerdet. Ich persönlich hatte 28 Jahre meines Lebens. Ihr denkt euch jetzt, wie, du bist doch erst 18. Nein, also 28 Jahre meines Lebens und ich bin jetzt 30, hatte ich die schlimmste Spinnenphobie überhaupt. Also wirklich so krass, dass ich nicht in das Badezimmer gehen konnte, wenn da eine Spinne drin war. Und wenn den ganzen Tag niemand außer mir zu Hause war, lag ich irgendwann tatsächlich auf dem Wohnzimmerboden und habe mich gekrümmt vor Schmerzen und es ging gar nichts mehr. Also so übel war das. Jetzt gerade bei uns zu Hause im Keller ein Büro einrichten, wäre noch bis vor einem halben Jahr undenkbar gewesen. Und ich habe diese Technik, die ich euch jetzt zeige, an mir selber ausprobiert. Wenn ihr selber eine Phobie wegkriegen wollt, dann braucht ihr eine andere Person, die euch kurz hilft. Und die muss nichts weiter mitbringen als 2 Daumen. Und dann kann sie euch damit schon helfen. Wenn ihr selber eine Phobie habt, am Ende dieses Videos, wenn ihr es dann umsetzt, werdet ihr sie nicht mehr haben. Und ihr kennt mindestens eine andere Person in eurem Freundeskreis, in eurem Bekanntenkreis, die irgendeine Phobie hat. Es ist so eine verschwendete Energie und ich bin sehr, sehr froh, dass ich über diese Technik gestolpert bin, dass ich sie an mir selber anwenden konnte, dass ich damit schon vielen anderen Leuten helfen konnte. Und nach diesem Video kennt ihr sie auch. Also geht raus in die Welt, bringt es anderen Leuten bei und sorgt dafür, dass man nicht mehr von irgendwelchen Phobien geplagt wird. Ihr kriegt damit konkrete Phobien weg. Bei mir Angst vor Spinnen. Bei euch vielleicht Flugangst, Angst vor Schlangen, Angst vor Mäusen, Höhenangst oder sowas. Es muss schon eine ganz konkrete Angst sein. Also nicht so was Vages wie soziale Ängste oder Existenzangst oder sonst was. Eine ganz konkrete Angst vor einer bestimmten Situation, einem bestimmten Gegenstand, einem Tier. Was ganz Konkretes einfach. Als Beispiel bleiben wir mal bei meiner Spinnenangst. Und was ihr jetzt wissen müsst, sind, Jean Pütz-mäßig, ich habe da mal was vorbereitet, diese 3 Handlinien. Nein, wir gehen jetzt nicht ins Handlesen über oder sowas. Das sind einfach 3 Linien, die ihr kennen müsst. Und zwar habt ihr hier oben die Herzlinie, dann habt ihr hier die Kopflinie, deswegen hier das kleine Männchen mit dem großen Kopf. Und hier habt ihr eure Lebenslinie. Und nein, die Lebenslinie bedeutet nicht, wie lange ihr tatsächlich lebt. Also keine Sorge, wenn ihr jetzt auf eure Lebenslinie guckt und die ist relativ kurz. So, diese 3 Linien müsst ihr kennen, denn die Technik beruht auf Akupressurpunkten. Ich kenne mich jetzt mit Handlinien auch nicht so super aus. Fragt mich auch bitte nicht, warum diese Technik funktioniert. Sie funktioniert ganz einfach und das ist das Wichtige. Deswegen bitte, bitte, bitte nutzt sie. Ihr müsst nicht mit einer Phobie leben. Auf diesen 3 Handlinien braucht ihr jetzt 2 Punkte, die ihr finden müsst. Jeder Mensch hat diese 3, viele auch noch sehr viel mehr Linien. Diese 3 müsst ihr kennen. Den ersten Punkt, den ihr braucht, findet ihr zwischen kleinem Finger und Ringfinger, indem ihr genau in der Mitte nach unten wandert. Das müsst ihr nicht zwangsläufig mit einem Kuli machen. Ich zeige euch das hier bloß. Und da, wo diese Linie jetzt die Herzlinie schneidet, da, ich markiere das mal eben, wäre jetzt bei mir hier der Punkt. Das ist euer erster Punkt, den ihr braucht. Der wird bei allen Menschen eigentlich an der gleichen Stelle sein. Für den zweiten Punkt, den ihr braucht, sucht ihr den Ursprung der Kopflinie. Und ihr seht bei mir fangen Kopf und Lebenslinie so verflochten miteinander an. Das ist bei vielen Menschen so, aber auch nicht bei allen. Was ihr jetzt nur wissen müsst, es gibt Leute, bei denen fangen Kopf und Lebenslinie getrennt an. Die sind dann einen halben Zentimeter auseinander oder einen Zentimeter auseinander. Für die wäre dieser zweite Punkt woanders. Also bitte ganz genau zuhören. Ihr braucht einen Zentimeter nach dem Ursprung der Kopflinie alleine. Den Punkt braucht ihr. Wenn Kopf und Lebenslinie gemeinsam anfangen,
Dann wartet ihr, bis die sich trennen und geht ab da einen Zentimeter weiter. Wenn die getrennt anfangen, geht ihr ab hier vorne einen Zentimeter hier hin. Also bei mir fangen sie gemeinsam an, deswegen wäre jetzt mein Punkt ungefähr hier. Also ganz, ganz wichtig, weil wenn ich jetzt hier bei einem gemeinsamen Anfang 1 Zentimeter hier reingehen würde, wäre ich noch teilweise auf der Lebenslinie und würde mir dann gleich, wenn ich das mache, ich benutze dann also meine Fingernägel, um diese 2 Punkte reinzudrücken, würde ich mir einen Teil der Lebenslinie abschneiden. Das ist was ihr definitiv nicht machen dürft. Fragt mich einfach nicht wieso, bitte nicht machen, dann funktioniert diese Technik auch nicht. Einfach nur für euch, wenn ihr daran interessiert seid, das Ganze recherchieren möchtet, diese Technik geht zurück auf Dr. Moshe Zwang, der, ich glaube, ein recht umstrittenes Buch über Handlesen und was unsere Handlinien über unseren Charakter verraten, geschrieben hat. Da bin ich über diese Technik gestolpert. Es gibt auch einige interessante Hypnotiseure in Deutschland und in der Schweiz und in Österreich, die diese Methode nutzen. Ich bin wirklich drüber gestolpert und habe einfach nur festgestellt, es funktioniert. Also nutzt es. Ihr könnt mir jetzt wahrscheinlich auch nicht genau erklären, wie Elektrizität eigentlich funktioniert. Ihr nutzt sie aber trotzdem tagtäglich. Genauso ist es mit dieser Technik. Jetzt habt ihr also diese 2 Punkte identifiziert. So, und jetzt kommt die eigentliche Arbeit, nämlich die Person, die diese Phobie loswerden möchte. Die leitet ihr jetzt erstmal durch so eine kleine Hinführung, bis ihr überhaupt diese Akupressur durchführt. Also selber die Phobie wegkriegen, macht ihr, indem ihr mit euren Daumennägeln hier so reindrückt in diese 2 Punkte mit beiden Daumen gleichzeitig. Deswegen könnt ihr es schlecht bei euch selber machen. Da braucht ihr dann jemanden, der euch hilft. Aber erstmal müsst ihr die Leute dahin führen. Und das Erste, was ihr macht, auch wenn es paradox klingt, ist, ihr fragt, möchtest du deine Phobie wirklich loswerden? Das klingt jetzt total kurios, aber ihr braucht ein kongruentes Ja als Antwort. Was meine ich mit kongruent? Also ihr fragt jetzt nicht, möchtest du diese Phobie wirklich loswerden? Und als Antwort kommt sowas wie, ja, aber die habe ich schon so lange, die kriegst du nicht los oder sowas. Es darf kein Ja, aber kommen. Wenn das kommt, dann sagt ihr mal, ja, wie wäre es denn jetzt, ob du jetzt dran glaubst oder nicht, wenn ich dir jetzt verspreche, du wirst gleich deine Phobie los. Wäre das nicht was Tolles? Und dann müsst ihr es wirklich in den Augen leuchten sehen, dass die Leute sich mal kurz diese Möglichkeit vorstellen, wie wäre das, wenn ich diese Phobie nicht mehr hätte, wenn ich diese Angst nicht mehr mit mir rumschleppen würde. Und dann muss wirklich ein kongruentes Ja kommen. Ja, bitte, ich will diese Phobie loswerden. Wenn kein kongruentes Ja kommt, dann kann das gut passieren, dass ihr unterbewusst trotzdem an dieser Phobie weiter festhaltet oder die Person, der ihr helfen möchtet. Moment, trotzdem noch First Take, aber wir schneiden mal kurz. Betty B, hallo. Ja, und wieder zurück. Es ist live und ja, das wird jetzt kurz geschnitten, aber ansonsten kriegt ihr jetzt quasi unzensiert genau das, was ich jetzt beim ersten Mal mir das Ganze so zurechtlegen, tatsächlich für euch hier fabriziere. Wir waren gerade bei dem kongruenten Ja. Ihr wollt ein kongruentes Ja haben und wirklich kritisch hinterfragen, kann es nicht sein, dass diese Phobie euch unterbewusst vor anderen Sachen beschützt oder ihr tatsächlich gewissen Nutzen aus dieser Phobie zieht. Zum Beispiel habt ihr dann immer was, worüber ihr euch beschweren könnt oder seid mal bitte ein bisschen selbstkritisch. Ich musste das für mich persönlich auch sein mit der Spinnenphobie. Kann es sein, dass diese Spinnenphobie euch auch Vorteile verschafft in eurem Leben? Zum Beispiel, wenn ihr große Flugangst habt und euer Partner möchte unbedingt nach Ägypten fliegen. Ihr habt gehört, in Ägypten ist es aber auch irgendwie so gefährlich. Kann es nicht sein, dass eure Flugangst, die ihr habt, euch auch dafür bewahrt, überhaupt diesen Schritt gehen zu müssen, in fremde Länder zu fliegen, wenn ihr eigentlich gar nicht so Fernweh habt, sondern das immer noch so ein bisschen vorschieben könnt. Ja, also für mich persönlich war das so, dadurch, dass ich diese krasse Spinnenphobie hatte, musste ich bei uns auch nie in den Keller gehen. Im Keller steht aber die Waschmaschine. Das heißt, ich bin tatsächlich in den letzten Jahren erfolgreich drum herum gekommen, Wäsche zu waschen und musste, bevor ich diese Technik an mir selber angewendet habe, erstmal für mich klarkriegen, willst du diese Spinnenphobie wirklich loswerden? Ist die Konsequenz daraus, dass du dann vielleicht mal in den Keller musst und auch mal Wäsche waschen musst oder sowas? Bist du bereit, das anzunehmen und vergleich das mal mit dem ganzen Nutzen, der sich dafür dann aber für dich auftut. Ne? Also keine schlaflosen Nächte mehr, nur weil mein Mann plötzlich sagt, da war übrigens eine Spinne im Flur, die habe ich mal unter ein Glas gestellt, aber die ist noch nicht draußen. Konnte ich die ganze Nacht nicht schlafen. Ja, weil ich mir vorgestellt habe, wie diese Spinne
Arnold Schwarzenegger-mäßige Muskel kriegt und sich aus dem Glas raushieft und es irgendwie schafft durch das Schlüsselloch im Schlafzimmer. Ich will euch jetzt nicht noch mehr Angst machen, wenn ihr Angst vor Spinnen habt, ja, aber solche Sachen gingen da bei mir im Kopf ab. Und das gegeneinander aufzuwiegen, wollte ich diese Spinnenphobie loswerden? Ja, 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 das war mein kongruentes Ja. Als ich letztens geflogen bin zum Beispiel, habe ich eine junge Dame im Flugzeug sitzen sehen, ganz vorne in der ersten Reihe, die offensichtlich unbeschreibliche Flugangst hatte. Die saß wirklich da so, oh mein Gott, oh mein Gott. Und wir waren noch lange nicht losgeflogen. Und ich habe das so aus den Augenwinkeln gesehen und dachte mir, sobald wir in der Luft sind, ne, ich kenne ja diese Technik und das ist jetzt nicht so, oh Wunder, was ich hier jetzt alles kann. Das ist so einfach, das könnt ihr ja auch, das kann jeder. Deswegen muss das jeder auch tatsächlich wissen, meiner Meinung nach, und auch tatsächlich anwenden. Ich habe das also gesehen und dachte mir, sobald wir in der Luft sind, ich darf mich abschnallen, gehe ich zu dieser Dame hin und frage, möchten Sie Ihre Phobie loswerden? Wenn wir landen, haben Sie keine Flugangst mehr. Hätte die mir wahrscheinlich nicht geglaubt, aber sie hätte es ja dann selbst persönlich erleben können. Optimal ist es nämlich, wenn die Person gerade in der Angstsituation drin ist. Also ihr habt jemanden mit Spinnenphobie, bringt doch am besten mal eine Vogelspinne mit, da funktioniert es am besten. Dann ist aber in dem Flugzeug Folgendes passiert. Sie saß eben da, ihr Freund, verlobter Mann, was auch immer, saß neben ihr und hat sie die ganze Zeit getröstet und sie geküsst und sie gestreichelt. Und die Stewardessen kamen die ganze Zeit an und haben gefragt, ist denn alles in Ordnung? Und dann kam der Pilot raus aus seinem Cockpit, noch bevor wir losgeflogen sind, natürlich, ist zu ihr hin, hat ihr die Hand geschüttelt, hat sich persönlich vorgestellt, hat ihr erzählt, wie lange er denn schon Pilot ist und dass da noch nie irgendein Vorfall war und so weiter. Und ich habe das alles nur fasziniert aus meinem Sitz beobachtet und dachte mir, okay, wenn du die fragst, ob die ihre Phobie loswerden möchte, wird sie zwar sagen, ja, natürlich, aber es wird kein kongruentes Ja sein, weil diese Dame hat auf diesem Flug so viel Aufmerksamkeit gekriegt, dass das jetzt in ihrem Kopf damit verknüpft ist, fast wie so eine Droge. Okay, ich fühle mich zwar auf der einen Seite schlecht, aber es ist irgendwie auch aufregend und der Pilot kommt raus und schüttelt mir die Hand. Hallo? Würde ich diese Flugangst wahrscheinlich auch nicht loswerden wollen. Und außerdem ist sie ja geflogen. Jedenfalls habe ich die Dame nicht angesprochen. Ich hoffe, ihr habt jetzt verstanden, was ich mit dem kongruenten Ja meine. Lasst euch nicht mit einem Ja, aber abspeisen. Sagt einfach mal, wie wäre das, wenn ich dir sagen könnte, in 2 Minuten hast du diese Phobie nicht mehr. Und dann muss wirklich dieses Flackern in den Augen kommen, so von wegen, ich will da jetzt nicht so große Hoffnung heben, deswegen sage ich vielleicht ja, aber es wäre schon echt cool, wenn ich diese Phobie nicht mehr hätte. Kommt sofort. So, dann muss die Person ihre Augen schließen. Wenn ihr das für euch selber macht, Augen schließen und dann müsst ihr mal euch selber versuchen, in eine Situation zu bringen, visualisieren, euch vorstellen, nutzt eure ganze Fantasie, wo ihr diese Angst tatsächlich spürt. Wenn ihr das mit einer anderen Person macht und wir bleiben mal bei der Angst vor Spinnen oder bei der Angst vor Flugzeugen, bitte Augen schließen und jetzt stellst du dir vor, wie du zum Beispiel am Beginn dieses Tunnels stehst, der so ans Flugzeug rangeschoben wird und du wirst da gleich runtergehen und wirst in dieses Flugzeug einsteigen. Wie fühlst du dich jetzt gerade? Wir müssen jetzt auf einer Skala von 1 bis 10, wobei 10 das stärkste ist, bewerten, wie sich die körperlichen Symptome irgendwie äußern. Und ihr wollt mindestens 3, besser 5 verschiedene körperliche Symptome abfragen. Also ihr sagt jetzt, begib dich bitte in die Situation, wo du Angst hast. Oder erinnere dich in die letzte Situation, wo du wirklich so krass diese Phobie gespürt hast. Bei mir zum Beispiel eine dicke, große, schwarze Spinne auf dem Badfußboden oder sowas. Alleine, wenn ich daran gedacht hatte, dann war ich schon sofort so zur Salzsäule erstarrt. Und die müssen jetzt feststellen, wie sich das in ihrem Körper äußert. Nicht, was sie denken, was sie hören, was sie fühlen, sondern wie sich das wirklich in ihrem Körper äußert. Gebt euch nicht mit so vagen Formulierungen zufrieden wie, mir geht es jetzt gerade nicht so gut. Oder ich habe Angst. Ja, ist schon klar, sonst hättest du keine Phobie. Wie äußert sich diese Angst? Was passiert mit deinem Herzschlag? Herz setzt aus oder schlägt dann ganz schnell, oh, ich fühle mein Herz hier so richtig puckern. Ah, alles klar, also Herz puckert hier auf einer Skala von 0 ist dein normaler, entspannter Zustand und Skala 10, ich glaube, ich sterbe gleich. Wo ist denn dieses Gefühl jetzt gerade? Ist bei einer 7. 7 ist schon mal gut, wollt ihr mindestens haben. Wenn ihr es auf eine 10 steigern könnt, umso besser. Dann müsst ihr vielleicht mal ein bisschen helfen, ein bisschen kreativ sein und sagen, so, du steigst jetzt gleich in das Flugzeug ein und es sieht so aus, als hätte es seine besten Jahre schon hinter sich und hat schon ein paar rostige Stellen. Oh, okay, es ist bei einer 9. Das wollt ihr quasi machen. Also Herzschlag ist so ein Beispiel. Was passiert mit deiner Atmung im Vergleich dazu, wie du normal, ganz entspannt und tief atmest?
Atmest du jetzt noch tiefer? Fängst du an zu hyperventilieren oder hältst du den Atem an und atmest nur noch ganz flach? Das auch bewerten auf einer Skala von 1 bis 10. Wie schlimm ist das jetzt gerade? Wird dir irgendwie kalt? Kriegst du kalten Schweiß oder wird dir ganz warm? Fangen deine Knie an zu zittern oder wirst du eher so ganz versteift? Was passiert mit deinen Schultern? Also ihr wollt 3 bis 5, am besten 5 verschiedene körperliche Symptome abfragen und die einordnen lassen auf einer Skala von 1 bis 10, sodass ihr mindestens immer bei einer 7 seid. Warum macht ihr das? Ihr wollt, nachdem ihr diese Technik jetzt 2 Minuten angewendet habt, abfragen bzw. den Leuten sagen, versucht dich doch bitte nochmal in diese Angst hineinzusteigern, so wie ihr das vor dieser Technik macht. Und die werden es nicht können. Das ist dann unmittelbar der Test, dass sie selber merken, irgendwie, okay, ich versuch's, mach das auch nochmal ein bisschen lustig und sag so, komm schon, gib alles, versuch wieder eine Phobie zu haben, auch wenn es dir nicht gelingen wird. Die werden es nicht schaffen, sich wieder in diese Phobie reinzusteigern. Und das ist dann schon so dieser erste Aha-Moment, so von wegen, irgendwie ist jetzt gerade was anders im Vergleich zu vorher. Jetzt habt ihr also diese 5 Sachen abgefragt und jetzt geht es an die eigentliche Arbeit. Die 2 Punkte, die habt ihr ja schon identifiziert, also hier und hier. Jetzt nehmt ihr hier eure 2 Werkzeuge. Fingernägel braucht ihr natürlich auch und jetzt piekst ihr den einen Daumen hier rein und fest. Also die müssen es schon echt spüren. Ihr piekst hier jetzt ganz fest rein, sodass sich quasi ein Kreuz ergibt aus der eigentlichen Linie und eurem Akupressurpunkt. Drückt es ganz fest rein und drückt hier oben in Richtung dieses Knöchels, der da unter dem kleinen Finger sitzt. Damit drückt der eine Daumen quasi rein, der eine Daumennagel und der andere Daumennagel. Ich mache das jetzt mal mit dem Zeigefinger, damit ihr es seht. Drückt hier rein und drückt hier oben in diese Richtung. So. Okay? Und das macht ihr 10 Sekunden, während die noch in ihrer Angst sind, während die noch diese körperlichen Symptome spüren. Und das müsst ihr wirklich, wirklich festmachen. Es soll kein Blut spritzen, aber man muss es schon merken. Und wenn ihr das nach diesen 2 Minuten wieder wegzieht, muss man das auch wirklich sehen, dass da rot umrandete, leicht blau unterlaufene Einkerbungen sind. Also ihr macht das 10 Sekunden lang, während die noch in ihrer Angst sind und während sie die Augen geschlossen haben, während sie nichts sagen, ihr nichts sagt, macht ihr das 10 Sekunden lang. Und nach 10 Sekunden drückt ihr weiter für die bereits benannten 2 Minuten, sagt aber nach 10 Sekunden bitte einmal Augen öffnen und dann fangt ihr an, irgendeine Smalltalk-Frage zu stellen, auf die sie gar nicht vorbereitet sind. Zum Beispiel, wie war denn eigentlich dein letzter Urlaub? Sollte jetzt nach Möglichkeit keine Frage sein, die sie an diese Phobie erinnert, sondern wirklich was Zwangloses. Oder wie geht's in deinem Haustier? Oder wann hast du dir denn das letzte Mal so den Bauch vollgeschlagen, dass du dachtest, ich esse nie wieder was, aber es war einfach so gut und du konntest nicht aufhören. Irgendeine Smalltalk-Geschichte, ja, seid ein bisschen kreativ und bringt die Leute gedanklich von ihrer Angst wieder weg. Das heißt, ihr macht das jetzt 10 Sekunden und sagt ihr, okay, Augen bitte öffnen. Was denkst du denn eigentlich, wie nächste Woche das Wetter wird? Ich hatte vor, baden zu gehen oder sowas. Sodass die sich erstmal so denken, was willst denn du jetzt von mir? Und verwickelt die 2 Minuten lang in ein zwangloses, nettes Smalltalk-Gespräch, was ihr am allerbesten noch zum Lachen oder zum Schmunzeln bringt. Und während ihr dieses Smalltalk-Gespräch macht, drückt ihr weiter 2 Minuten diese Punkte und nach den 2 Minuten lasst ihr los und die Phobie ist weg. In 99,9% der Fälle ist die Phobie jetzt definitiv weg. Ihr macht das Ganze an der linken Hand. Linke Hand ist ja Herzseite, also ihr macht das Ganze an der linken Hand. Und jetzt zum Testen sagt ihr, und wie fühlst du dich? Versuch doch bitte nochmal, dich in deine Angst hineinzusteigern. Und dann werden die merken, irgendwie geht es gerade nicht. Dann sind sie natürlich unsicher und denken sich, ich will jetzt gar nicht so viel die Hoffnung haben, dass das jetzt wirklich weg ist. Und überhaupt, ich hatte ja diese Phobie so lange. Das ist ja für viele tatsächlich Teil ihrer Identität. War es ja bei mir auch. Und irgendwie, auch wenn es paradox klingt, sträubt man sich ein bisschen dagegen, diese Phobie gehen zu lassen. Deswegen traut man dem Ganzen nicht, wenn man dann denkt, okay, ich kann mich da gerade nicht reinsteigern. Was ist da jetzt los? Im besten Fall zieht ihr dann eine Spinne von hinten raus oder so und sagt so, hier, möchtest du die mal auf die Hand nehmen? Wir werden die jetzt nicht lieben. Ja, ich will jetzt auch nicht eine Vogelspinne als Haustier haben oder so, aber es ist kein Problem mehr für mich. Es hängt jetzt schon seit Wochen eine dicke schwarze Spinne über der Badewanne im Badezimmer und es ist mir total egal. Beziehungsweise bin ich sogar ganz dankbar, dass die hier die ganzen Mücken wegfischt. Ja, sollten die Leute hinterher in der Lage sein, das Ganze wieder auf eine 3, 4, 5 steigern zu können, wiederholt ihr diesen ganzen Vorgang nochmal mit der rechten Seite.
Okay, weil bei manchen Leuten kann das sein, dass dann die rechte Seite die ist, bei der es funktioniert. Hat jetzt auch nichts damit zu tun, ob jemand Linkshänder oder Rechtshänder ist. Ihr macht es zuerst auf der linken Seite, so wie ich es beschrieben habe, und macht es dann nochmal auf der rechten Seite. Und sollte die Person dann tatsächlich immer noch in der Lage sein, sich reinzusteigern, hat sie euch angelogen. Dann habt ihr kein kongruentes Ja bekommen. Dann hängt diese Person tatsächlich an dieser Phobie fest, weil diese Phobie gewisse Grundbedürfnisse, die diese Person hat, befriedigt. Zum Beispiel das Bedürfnis nach, ich möchte mich wichtig fühlen, ich möchte irgendwas Wichtiges, irgendwas Besonderes haben, durch was ich mich hervortun kann. Für manche Leute sind das besondere Leistungen, besonders erfolgreich sein, aber ihr werdet auch merken, wenn ihr ein gewisses Level an Erfolg erreicht habt, dann werden die Leute nicht mehr allzu gerne in eurer Nähe sein, weil sie sich dann selber ein bisschen minderwertig fühlen. Deswegen ist es für viele Leute eine gute Möglichkeit, eine selbstgewählte, einfach so große Probleme zu haben, dass sie da immer drüber reden können. Nicht so großen Erfolg zu haben, sondern so große Probleme und dadurch ihr Bedürfnis nach, ich brauche Aufmerksamkeit und Leute interessieren sich für mich, zu befriedigen. Das heißt, es kann passieren, wenn es nach diesen zwei Seiten nicht funktioniert hat, dass die Person einfach nicht bereit ist, diese Phobie loszulassen, weil sie ihr irgendwo was gibt. Das klingt jetzt hart, und ich bin vor allem sehr gespannt, was ihr jetzt in den Kommentaren schreiben werdet, was eure Erfahrungen jetzt mit dieser Technik sind, wie ihr mir damit helfen konntet. Und ne, probiert es doch am besten mal an euch selber aus. Und ich sage ja auch nicht, glaubt mir jetzt einfach alles, was ich euch sage. Ich sage ja, benutzt das, so wie ich es beschrieben habe, testet es aus und lasst mich bitte auch die Resultate wissen. Und natürlich kann ich mir vorstellen, dass da auch so Sachen kommen können wie, ja, wer bist denn du? Du bist doch keine studierte Psychologin und was denkst du denn jetzt hier? Ich bin schon 5 Jahre in Psychotherapie wegen meiner Schlangenangst oder so, und der Therapeut hat da noch nichts gerissen gekriegt. Warum sollte das jetzt plötzlich funktionieren? Das Einzige, was ich euch dazu sagen kann, ist Akupressur und Akupunktur oder Tapping, also diese EFT-Methoden zum Beispiel. Das funktioniert alles, weil eine Phobie ist ja nichts Natürliches. Also klar gibt es Phobien davor, dass ich mich jetzt nicht in ein offenes Messer stürze oder so. Das ist ja einfach nur mein Überlebensinstinkt. Aber jetzt von einer kleinen Spinne so Todesangst zu haben, dass ich den Raum tatsächlich nicht mehr betrete, hat ja nichts mehr mit meinem natürlichen Instinkt zu tun. Das heißt, irgendwo, und ich weiß auch, woher es kommt, ich hatte da tatsächlich als kleines Kind mal ein Trauma mit einem Trickfilm, den ich gesehen habe, wo dann in dem Trickfilm plötzlich eine riesengroße Spinne war. Und ich saß anscheinend wie das Kind aus der Blechtrommel, schreiend vor dem Fernseher, und meine Mutter hat mich auch minutenlang nicht mehr beruhigt gekriegt. Und danach hatte ich anscheinend so diesen Schock. Und obwohl ich das wusste, mich da nicht mehr direkt dran erinnern konnte, konnte ich aber vom reinen Denken her und vom Selbstreflektieren jetzt nichts gegen diese Angst machen, weil es da eine Energieblockade im Körper gibt. Also wenn ihr ein Trauma erlebt oder wenn ihr so einen Schockmoment habt, dann werden da in eurem Körper Energien blockiert, und so wie ich es verstanden habe, machen diese 2 Punkte, die 2 Minuten zu drücken, während man sich gedanklich in dieser Angst befindet, nichts anderes wie bei einem Computer den Reset-Knopf zu drücken. Und dann startet sich das ganze System einmal kurz neu. Also diese Angst, diese Verknüpfung, die ihr körperlich mit dieser Angst habt, startet sich neu, und jetzt ist die Tür offen, dass ihr eben diese Phobie nicht mehr habt. Natürlich kann das passieren, dass ihr jetzt nochmal einen Schockmoment mit einer Spinne habt oder sowas, und das manifestiert sich wieder, dann macht ihr das Ganze halt nochmal 2 Minuten und weg ist es wieder. Also es ist tatsächlich so einfach. Die besten Sachen im Leben sind so einfach, und ich bitte euch, nutzt diese Technik. Wenn ihr Freunde, Bekannte habt, die irgendwie unter Phobien leiden, probiert es doch einfach mal mit denen aus. Was haben die zu verlieren? Ja, es tut ein bisschen weh. Das ist so das Einzige, was eventuell unangenehm an der ganzen Sache sein könnte. Aber was hat man bitte schön daran, an Lebensqualität zu gewinnen? Ja, das war es jetzt heute von mir. Ich bin froh, dass ich es jetzt endlich mal rausgehauen habe. Es ist natürlich für mich als Perfektionisten überhaupt nicht optimal, jetzt hier dieses Video rauszuhauen, aber das ist was, mit dem muss ich klarkommen und weiter an mir arbeiten. Und ich hoffe einfach nur, ihr nutzt es, es hilft euch, ihr könnt es anwenden und ihr gebt es weiter in die Welt, weil niemand muss mit irgendeiner Phobie leben. Wir sehen uns ganz bald wieder. Eure Betty Bier. Tschüss.